Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly for Universe Video. Heute mit einem interessanten Thema und zwar Shop Vendor. Einerseits nochmal als Hinweis, ich habe schon in anderen Videos erwähnt, holt euch unbedingt hier den Demian Shop Vendor, wenn ihr Free-to-Play-Spieler seid, das werdet ihr nicht bereuen. Für 15 Tage habt ihr damit eine 3-tägige Shopzeit, also einen vollen, richtigen Cash-Shop Vendor, der für 30 Tage 1000 F-Coin kostet. Das sind effektiv 500 F-Coin hier, dieses Item. Und das ist wirklich extrem hilfreich, wenn man mal was verkaufen will, dass der Shop einfach länger offen bleibt. 3 Tage muss man theoretisch nicht mal online gehen, der Shop verkauft 3 Tage weiter. Super hilfreich. Und um die Shop Vendor geht es heute auch. Und zwar will ich euch die 3 Möglichkeiten vorstellen, wie ihr einen Shop Vendor bekommen könnt. Und was überhaupt ein Shop Vendor ist, nochmal kurz für die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen. Ihr habt in Fly for Universe die Möglichkeit, einen Shop zu eröffnen, während ihr zeitgleich mit dem Charakter spielt. Das Ganze nennt sich Vendor. Und alles, was ihr tun müsst, ist halt... Oh, hoppla. Alles, was ihr tun müsst, ist, statt auf Shop zu klicken. Wenn ich jetzt hier auf Shop klicke, dann habe ich einen Shop offen, kann meinen Charakter nicht mehr bewegen. Der Charakter ist jetzt locked. Ja? Ich kann nichts machen. Wenn ich aber auf Verkäufer drücke, dann habe ich einen Verkäufer, also eine Kopie meines Charakters erstellt und ich kann sehr wohl noch rumlaufen, ich kann ins Leveln gehen, ich kann machen, was ich will. Hier wird mir das Ganze angezeigt, hier steht dann Vendor Shop, dieser Verkäufer kümmert sich um deinen persönlichen Laden, doppelklicke, um den Laden zu schließen und dann die Zeit darunter. Ich schätze mal, auf Level 165 sind es dann wahrscheinlich ziemlich genau 5 Stunden. Höchstwahrscheinlich sind es bei euch weniger. Ich glaube, auf Level 30 sind es so 2,5 Stunden und es wird dann wirklich mit jedem Level mehr, bis man eben irgendwann bei 5 Stunden ankommt. Ist, finde ich, auch ein bisschen wenig. Mit Level 30 schon 2 Stunden, Level 163 hat man nicht mal 5 Stunden. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Jedenfalls hat man eben diese Möglichkeit und das ist super hilfreich. Was halt aber natürlich trotzdem nervig ist, ist, dass der Shop jetzt in dem Fall nicht mal 5 Stunden hält. Jetzt ist gerade spät am Abend bzw. in der Nacht. Das heißt, in 5 Stunden ist 7 Uhr morgens. Zwischen 2 und 7 Uhr morgens wird höchstwahrscheinlich nicht sehr viel gekauft werden auf einem deutschen Server, weil hier einfach nicht viel los ist zu dieser Uhrzeit. Das heißt, man will schon grundsätzlich, dass der Shop eigentlich länger offen bleibt. Und wie man das eben schafft, da gibt es jetzt 3 Methoden. Eine sehr günstige, die am kürzesten hält. Dann eine etwas teurere, die sich aber auch extrem lohnt eigentlich. Und die teuerste, die sich meiner Meinung nach mit Abstand am wenigsten lohnt. Und diese 3 Möglichkeiten möchte ich euch heute vorstellen. Das hier ist jetzt die Free-to-Play-Möglichkeit. Ich klicke einfach auf Verkäufer und mache gar nichts. Achso, ich kann es noch kurz zeigen, wie es mit Vendor dann aussieht, aber ich denke mal, das kann sich jeder vorstellen. Ich habe jetzt hier einen Vendor, Doppelklick dann drauf, hier unten sehe ich das Ganze. Aus irgendeinem Grund sieht man den Vendor erst, wenn man einen Titel eingibt. Keine Ahnung, warum das so ist, ne? Das verwirrt mich auch manchmal. Erst wenn ihr den Titel eingibt, seht ihr den Vendor, aber wenn ihr Doppelklick drauf gemacht habt, ist er trotzdem aktiv. Könnt ihr also eigentlich nicht vergessen. Und so sieht das Ganze dann aus mit dem Vendor. Hier steht jetzt eben 3 Tage und der wäre jetzt dann 3 Tage nämlich offen und eben nicht nur die 5 Stunden. So, Methode 1, wie ihr das Ganze machen könnt, ist die folgende, nämlich über einen NPC. Der NPC heißt Tino und der sorgt dafür, dass wir unserem Vendor-Shop plus einen Tag hinzufügen. Und dieser NPC, und das ist jetzt mit Abstand die günstigste, aber wie gesagt auch die kürzeste Methode, kostet tatsächlich nur 63 F-Coin, beziehungsweise für 7 Tage und 130 F-Coin für 15 Tage. Und der Clou an der Geschichte ist, warum das jetzt so unfassbar günstig ist, weil jetzt denkt man sich so, ja gut, 63 F-Coin für 7 Tage, okay, ist nicht sehr teuer, aber so auf ein ganzes Jahr gerechnet oder auf Monate gerechnet, kommt da ja schon auch was zusammen. Tatsächlich nicht. Ihr braucht halt einerseits ein Haus, das kostet 100 Millionen, kauft einfach das günstigste, da gibt es mehrere für 100 Millionen. Einfach irgendeins kaufen, dann geht ihr in euer Haus, aktiviert den NPC, dann stellt ihr den NPC auf, müsst hier auf Liste der Gegenstände, NPCs und dann auf privates Haus Tino. Dann stellt ihr ihn jetzt auf. So, jetzt beginnt die Laufzeit, die 168 Stunden, aka 7 Tage, laufen jetzt. Dann gehe ich wieder hier zurück und mache meinen Shop auf, meinen Verkäufer-Shop, nicht einen normalen Shop, meinen Verkäufer-Shop natürlich wieder. Tue hier wieder irgendwelche Items rein. Und jetzt drücke ich einfach auf Verkäufer. Und was passiert jetzt? Jetzt habe ich nicht die 5 Stunden oder 4 Stunden 58, sondern ein Tag 4 Stunden 58. So, und jetzt gehe ich ins Haus und deplatziere Tino. Der stand jetzt insgesamt 28 Sekunden hier und jetzt läuft er nicht mehr weiter. Das waren jetzt 28 Sekunden, hat mich das gekostet. 63 F-Coin, entsprechend 168 Stunden.
und ich habe jetzt 28 Sekunden damit verbraucht. Natürlich, wenn ihr einen richtigen Shop aufmacht und die Preise erst noch festlegen müsst, dann kann das mal bis zu 5 Minuten dauern. Aber selbst 5 Minuten, also 63 F-Coins sind 168 Stunden. Was sind dann 5 Minuten? Das sind 0,0 irgendwas F-Coin, also effektiv nichts. Das kostet euch quasi gar nichts. Und das heißt, mit diesem NPC könnte ich jetzt wahrscheinlich ein ganzes Jahr lang 24/7 Shop offen haben und der NPC würde wahrscheinlich immer noch laufen am Ende des Jahres. Und das ist mit Abstand die günstigste, aber auch nice. Ja, im Personal House hat man aus irgendeinem Grund sau oft Disconnect. Keine Ahnung, warum das so ist. Super nervig. Ist auch sehr sinnvoll für ein Housing-System, wenn man dann theoretisch im Haus chillen soll, dass man dann die ganze Zeit disconnected, aber ist auch wieder ein anderes Thema. Jedenfalls ist das die günstigste Methode, aber auch die mit der kürzesten Laufzeit, wobei natürlich ein Tag jetzt eigentlich nicht so kurz ist. Also ich meine, wenn man 2 oder 5 Stunden als kurz bezeichnet, ein Tag 2 oder 5 Stunden, also ein Tag plus 2 oder 5 Stunden, das reicht dann in der Regel. Ich meine, das heißt, man kann jeden Abend vorm Offline gehen, den Shop nochmal neu aufmachen, Preise anpassen gegebenenfalls oder einfach nachfüllen. Passt eigentlich, würde ich sagen, aber wie gesagt, muss jeder selber wissen. Genau. Die zweite Methode, die kann ich euch jetzt leider nicht demonstrieren, weil ich habe den Battle Pass nicht, aber das müsst ihr mir jetzt einfach glauben, ist folgendes. Und zwar den Extended Monatspass. Der hat immer einen anderen Namen wegen dem Monat halt. Jetzt heißt der aktuell Extended March Pass, aber einfach den Battle Pass. Und einer der Perks hier ist 2 Days Vendor Shops. In der dritten Zeile seht ihr das Ganze. Und das heißt, es funktioniert eigentlich genauso wie der NPC. Solange euer Battle Pass aktiv ist, der ist natürlich immer nur für den gegebenen Monat aktiv. Das heißt, wenn ich ihn am 1. März kaufe bis zum 31. März und so weiter. Und dann habe ich für einen kompletten Monat 2 Tage Vendor Shop. Das heißt, für mich ist dann quasi jeden Tag, wenn ich einen Shop aufmachen würde, einen Verkäufer aufmachen würde, eben 2 Tage. Aber nicht plus die 5 Stunden oder plus die 2 Stunden, sondern in dem Fall sind es wirklich nur die 48 Stunden. Aber wie gesagt, da hat man halt das Doppelte dann quasi. Ist natürlich deutlich teurer, wobei man da halt dazu sagen muss, der Vendor-Shop ist lediglich eins von diesen zusätzlichen Features, den zusätzlichen Vorteilen des Battle Pass. Der Battle Pass selber bietet ja auch schon extrem viele Vorteile, nämlich mit einfach wesentlich mehr Power-Ups. Also hier zum Beispiel kriege ich einfach 10 Smiling Scroll Boxen, was 10 Products entspricht, was eigentlich mehr oder weniger 1000 F-Coin entspricht. Und so weiter und so fort. Also hier wirklich tonnenweise Stuff. Ich habe es mal ausgerechnet. Ich glaube, es waren über 7000 F-Coin. Und da habe ich gleich schon ein paar Sachen weggelassen, weil der Pass natürlich auch immer ein bisschen variiert, muss man auch dazu sagen. Aber grundsätzlich ist das schon extreme Value im Battle Pass und den Vendor Shop, den 2 Tage, kriegt man mehr oder weniger einfach noch oben drauf. Das heißt, dafür zahlt man auch verhältnismäßig wenig. Also ist relativ günstig, aber erfordert halt, dass ihr immer wieder den Battle Pass kauft, weil der halt, wie gesagt, immer nur für einen Monat gültig ist oder für den aktuellen Monat. Und das heißt, wenn ihr den Battle Pass, den Vendor-Vorteil aufrechterhalten wollt, müsst ihr auch den Battle Pass aufrechterhalten und das heißt, ihr müsst ihn jeden Monat neu kaufen. Ist aber günstiger als unsere dritte und letzte Methode und hier sehen wir es eigentlich eh schon, brauche ich gar nichts Neues eingeben, den Extended Vendor Shop. Hier hat man eben diese 3 Tage Shopzeit, das ist das, was ich hier bei dem Demian, dem ich vom Event bekommen habe, gratis von Event bekommen habe, eben auch habe. Und hier hat man dann die vollen 3 Tage, das ist halt für Leute, die vielleicht am faulsten sind oder vor allem sehr hochwertige Items verkaufen wollen. Das heißt, die jetzt nicht unbedingt jeden Tag den Preis verringern wollen, weil sie einfach auf Angebote warten. Wenn man zum Beispiel sein Equipment verkauft, sein Endgame-Equipment oder so und man will einfach, dass die Leute offern und man erwartet gar nicht wirklich, dass das direkt jemand aus dem Shop kauft, sondern man will einfach verhandeln und will den Leuten einfach das Item zeigen, was man verkaufen will. Dann ist das hier wahrscheinlich die beste Möglichkeit. Aber auch hier kann man natürlich wieder streiten. Also mein persönliches größtes Kontra gegen diese Möglichkeit ist einfach der Preis. Für 30 Tage zahlt man hier, und das ist schon die günstigste Variante, die anderen beiden Varianten sind teurer, auf den Tag runtergerechnet, zahlt man halt 1000 F-Coin. Und das finde ich persönlich schon ziemlich teuer, weil ich habe es ja gerade schon gesagt, der Battle Pass kostet 1200 F-Coin und ich kriege 2 Tage Vendor Shop zusätzlich zu den ganzen anderen Vorteilen wie Common Bank, wie Dungeon Map Navigator, wie mehr gratis Dungeon Entries und so weiter, plus die ganzen anderen Items hier, ne? Allein schon 10 Smiling Scroll Boxen sind gleich mehr als 200 F-Coin wert, dann hätte ich hier schon den Unterschied bezahlt bekommen, plus die ganzen anderen Items. Also der Vendor Shop ist hier natürlich nochmal deutlich teurer. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Das waren die 3 Möglichkeiten, wie ihr euren Verkäufer oder euren Shop generell in Flyve Universe gestalten könnt, wie ihr ihn verlängern könnt. Wie gesagt, die mit Abstand günstigste Variante. Klar, man muss sich einerseits einmal das Haus kaufen. Das kostet natürlich einmalig 100 Millionen Penya.
Aber es gibt noch viele weitere coole NPCs, die man benutzen kann. XP, Droprate und so weiter. Habe ich nochmal ein anderes Video auch drüber gemacht. Und das funktioniert grundsätzlich mal gleich. Also die NPCs laufen nur dann ab, wenn sie auch tatsächlich aufgestellt sind. Und von diesem NPC kann man wirklich unendlich profitieren, weil man zahlt einmalig diese 63 F-Coin oder 130 F-Coin, whatever. Und eigentlich läuft der niemals ab. Also ich schätze mal, der NPC wird nächstes Jahr zu dieser Zeit immer noch in meinem Haus stehen. Ja, gut, einerseits vielleicht auch, weil ich nicht 24/7 Shops offen habe, aber andererseits auch wirklich, weil man so unfassbar wenig davon braucht tatsächlich. Und das ist wirklich richtig cool, dass das funktioniert. Und deswegen solltet ihr das nutzen. Ansonsten Battle Pass ist die andere Möglichkeit, die ich auf jeden Fall empfehlen würde. Also Battle Pass ist definitiv auch super gut, aber ich würde definitiv von dem Vendor, dem direkten Vendor tatsächlich abraten. Und ja, und das war's auch schon. Ich sage danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like und ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Fly Universe Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.